Hi Servus, Dario hier. Im heutigen Video geht es um die Basis jeder Handstandpraxis und zwar den Handgelenken. Das Wichtigste am Handstandtraining ist konstantes Training. Und damit ihr konstant an eurem Handstand arbeiten könnt, braucht ihr stabile Handgelenke. Darum geht es im heutigen Video. Die Handgelenke sind oft ein limitierender Faktor in konstantem Handstandtraining. Deswegen ist es wichtig, von Anfang an uns um die Handgelenke zu kümmern. Das heißt, wir sollten sie zum einen mobilisieren, aber zum anderen auch abhärten. Dafür schauen wir uns heute 3 Dehnübungen und 3 Conditioning-Übungen an. Das Ziel dieser Übungen ist es, dass wir uns an die Belastung im Handstand gewöhnen und Verletzungen auf Dauer vorbeugen. Alle 3 Conditioning-Übungen haben verschiedene Progressions. Ich zeige euch am Anfang die einfachste Variante. Die erste Übung, die wir uns anschauen, sind die Knuckle-Ups. Und zwar versuchen wir wieder die Schulter direkt über den Handgelenken zu positionieren. Von hier aus, wie immer im Handstand, gehen wir komplett in die Protraktion. Von hier aus versuchen wir uns auf die ersten Fingergelenke aufzustützen. Hierbei ist es wichtig, beim Aufstützen, dass alle Finger auf dem Boden liegen bleiben und beim Absetzen, dass wir nicht einfach runterfallen, sondern kontrolliert die Handflächen wieder auf den Boden legen. Wir versuchen hier 5 saubere Wiederholungen zu machen. Wichtig ist es hierbei, dass wir nicht erst die eine und dann die andere Seite aufstellen, sondern beide gleichzeitig aufstellen. Die zweite Übung sind Fingertip-Ups. Wir versuchen, die Schultern über den Handgelenken zu lassen und wir bringen alle Gelenke in eine Linie. Hier arbeiten wir uns auch wieder auf 5 Wiederholungen hoch. Es ist halb so wild, wenn der Daumen und der kleine Finger den Boden verlassen. Wichtig ist, dass diese 3 Finger ständigen Kontakt mit dem Boden haben. Und hier wieder genau gleich. 5 saubere Wiederholungen. Übung Nummer 3, die Fist Rolls. Als erstes, sehr wichtig ist, dass wir den Daumen nicht in die Hand reinnehmen, sondern erst die Finger reinrollen und dann den Daumen seitlich anlegen. Zuerst beugen wir die Handgelenke hier nach vorne, dann wieder neutral und dann rollen wir uns über die Handkante ab, berühren mit den Ellbogen einmal den Boden und wieder nach oben in die neutrale Position. Das ist eine Wiederholung und davon machen wir 5 Stück. Alle 3 Übungen kann man auch in einer anderen Progression machen. Und zwar versuchen wir einfach nur, unseren Körperschwerpunkt weiter nach hinten auszuweiten. In der Praxis bedeutet das einfach, dass wir vom Vierfüßlerstand bis zum Liegestütz hinarbeiten. Ich zeige euch das einmal ganz kurz, wie das aussehen kann mit den Fingertip-Ups. Und zwar, das ist die einfache Variante oder die erste Progression. Dann gehen wir mit den Knien in die Liegestützposition. Von hier aus machen wir einen Liegestütz und stützen uns dann am oberen Punkt auf die Fingerspitzen auf. Wichtig ist es hierbei, den Liegestütz explosiv auszuführen auf dem Weg nach oben. Hierbei ist es nicht schlimm, wenn ihr am oberen Punkt mit den Schultern nicht mehr ganz über den Handgelenken seid. Wichtig ist einfach nur, dass alle Gelenke in einer Linie liegen. Ein guter Indikator dafür, ob ihr eine zu schwierige Progression macht, ist es, wenn sich eine Hand nach der anderen abhebt. Bei allen 3 Dehnübungen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Arme zu jedem Zeitpunkt durchgestreckt lassen, unsere Armbeugen nach vorne rotieren und unsere Scapula so weit rausgedrückt ist, wie wir können. Bei der ersten Dehnübung platzieren wir unsere Hände wieder schulterbreit auf dem Boden, rotieren unsere Armbeugen nach vorne, Scapula so weit raus, wie wir können. Und jetzt mit leichtem Fingerdruck bewegen wir unsere Schultern über die Fingerspitzen hinaus. Hier versuchen wir zu halten und den Stretch zu spüren. Wir können hier auch genauso mit Fingerspitzendruck unsere Schultern von der vorderen Position wieder zurückschieben. Wichtig ist hierbei, dass wir wirklich aktiv die Fingerspitzen benutzen, um nicht nur eine Dehnübung daraus zu machen, sondern auch gleich ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie unsere Körper sich mit den Fingerspitzen bewegen lassen. Bei dieser Dehnübungsvariante ist auch wichtig, dass wir beim nach vorne dehnen die Handflächen auf dem Boden lassen und nicht hier abheben. Zweite Dehnübung,
Genau gleich, nur wir platzieren unsere Hände nicht so auf dem Boden, sondern wir rotieren sie einmal um 180 Grad und platzieren sie dann auf dem Boden. Und hier wieder das gleiche. Armbeugen zeigen schon nach vorne, Scapula so weit raus wie ich kann, Fingerspitzendruck und ich dehne mich nach hinten, so weit wie es noch angenehm ist. Das Wichtige hierbei ist, dass wir nicht mit den Handflächen den Boden verlassen, sondern dass wir zu jedem Zeitpunkt den Kontakt behalten auf dem Boden. Die dritte Dehnübung benutze ich gerne, wenn ich meine Handgelenke ein bisschen überlaste im Handstandtraining. Und zwar dehnen wir unsere Handgelenke in die andere Richtung, als sie beim Handstand belastet werden. Die erste Variante von dieser dritten Übung wäre, wir platzieren unser Handrücken auf dem Boden, auch wieder schulterbreit mit beiden Händen. Von hier aus rotieren wir die Armbeugen wieder nach vorne, drücken die Scapula so weit raus wie wir können und dehnen uns jetzt hier langsam nach hinten. Hier gilt auch wieder das Gleiche. Wir sollten hier nicht mit den Handrücken diesmal den Boden verlassen, sondern hier den Kontakt halten. Die zweite Variante von der dritten Übung wäre, das Ganze im Sitzen zu machen, ohne die Hände auf den Boden zu legen. Und zwar lassen wir unsere Hand vor uns so baumeln, packen sie hier an, drehen wieder die Armbeugen nach oben Richtung Decke. Von hier aus ziehen wir die Hand an uns ran und versuchen den Stretch hier oben zu spüren. Das gleiche geht auch auf der anderen Seite. Abschließend nochmal gesagt, baut diese Übungen von Anfang an in euer Handstandtraining mit ein, sowohl ins Warm-up als auch in eure Handstand-Sessions, damit ihr auch später, wenn ihr Richtung Press-to-Handstand oder irgendwelchen anderen Shapes geht, keine Probleme mit euren Handgelenken bekommt, beziehungsweise euer Verletzungsrisiko stetig minimiert. Ich hoffe, das macht alles Sinn für euch. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Vergesst nicht, das Video zu liken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, stay balanced.